Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen zu diesem neuen Video von mir. Mal wieder nach etwas längerer Zeit auch mal wieder ein Gerätetest, denn ich habe Post bekommen. Es geht um diesen Verdampfer hier. Ja, das ist der Pacific Tank Clearomizer. Und zwar habe ich den bekommen von der Firma, jetzt muss ich mal nachgucken, wie die hieß. Für eine Review. Und das werden wir dann gleich mal machen. Und zwar beginnen wir einfach mal mit der Detailansicht, die nach dem nächsten Schnitt kommt. Bis gleich. So, die Umverpackung des Clearomizers, so wie sie mich erreicht hat. Eine einfache Pappschachtel, allerdings mit sehr viel Informationen darauf, die ich jetzt direkt mit euch durchgehen möchte. Wir haben hier auf der Seite den Aufbau des Geräts mit der Base, dem Dual-Coil-Köpfchen. Ja, also ihr könnt hier das Verdampferköpfchen austauschen. Wir haben einen Glastank aus Pyrex. Sehr schön zu sehen, dass diese ganzen Makrolon-Tanks langsam aussterben und tatsächlich sich Pyrex immer weiter durchsetzt, was das ganze Gerät natürlich auch um einiges hochwertiger macht. Ansonsten haben wir dann noch ein 15er Mundstück. Die Widerstandswerte des Verdampferköpfchens sind mit 1,4 Ohm angegeben. Des Weiteren wird hier auf der Rückseite noch einiges an Informationen gegeben. Ich lese euch das auch gerne vor, so im Groben übersetzt. Also die Verdampferschnur oder das Vlies besteht aus 100% organischer Watte. Wir haben 4 großzügige Luftöffnungen. Vorgeschlagen für den Verdampfer wird ein Arbeitsbereich von 10 bis 25 Watt. Das ist sehr schön, dass das hier angegeben wird, dass man weiß, wo man ungefähr mit seinem Akkuträger hin muss. Gut, dass kein E-Juice, also kein Liquid durch das Mundstück kommen kann, wird hier auch nochmal gesagt, aber das ist ja eigentlich auch mittlerweile Standard. Der Drip-Tip wird angeblich nicht heiß. Dazu sage ich später noch was. Es gibt noch verschiedene Farben in Gold und Violett und Blau und solche Geschichten. Und ja, es handelt sich dabei um ein Bottom-Coil-Gerät. Es wird eindringlich davor gewarnt, das Ding fallen zu lassen oder einen Dryburn durchzuführen. Ist klar, bei organischer Watte würde ein Dryburn euch den Verdampfer zerlegen, sprich die Watte darin verbrennen. Dann wird hier unten noch gezeigt, wie das Befüllen funktioniert. Das ist also auch ganz einfach. Die Basis rausschrauben und dann von oben befüllen. Ja, ansonsten haben wir hier noch die üblichen Kennzeichnungen, ja, für Recycling und so weiter und so fort. Wollen wir uns mal den Verpackungsinhalt angucken. Der ist auch recht übersichtlich. Der besteht nämlich wirklich nur aus einem fertig montierten Verdampfer. Nehmen wir jetzt dann auch mal auseinander. Nehmen das hier weg. So. Dann fangen wir mal an. Hier die Base mit der verstellbaren Luftkontrolle. Ihr habt also rundherum 4 große Luftschlitze, die sich über dieses geriffelte Teil verstellen lassen. Ja, je nachdem, wie ihr es mögt. Was mir beim Ziehen sofort aufgefallen ist, dass dieses hier keinen Anschlag hat, ja, aber leichte Verstellungen merkt man eigentlich kaum. Dadurch, dass diese Luftschlitze so groß sind, spielen leichte Veränderungen hier kaum eine Rolle. Das Mundstück
Ist abnehmbar, sitzt auch recht gut drauf. Das ist mal eine erfrischende Erfahrung. Häufig haben diese Mundstücke ja sonst eher einen recht lockeren Sitz. Und die Öffnung ist auch sehr groß gewählt. Ja, also ihr habt sehr große Luftwege hier drin. Da kann ordentlich was durchziehen. So, ich schraube jetzt mal hier die Basis ab. Dazu müsst ihr natürlich achten, dass ihr nicht auf dem geriffelten greifen müsst, sondern auf dem runden oder dem glatten. Sollte das sich mal so verhakt haben, dass ihr das nicht abbekommt, rate ich dazu, entweder ein Stück Gummi, Gummihandschuhe oder im Zweifelsfall vorsichtig mit einer entsprechenden Zange zuzugreifen. Den Glaszahn könnt ihr auch noch abnehmen, falls ihr das für Reinigungsarbeiten machen wollt, aber eigentlich ist das nicht notwendig. So, jetzt sehe ich schon, hier ist ein kleiner O-Ring, der ist gerade abgefallen. Der gehört hier oben auf das Gewinde drauf. Ich formuliere mal wieder zurück, damit das nachher nicht die große Sauerei gibt. So, einfach runterdrücken. So, da sitzt der O-Ring wieder an seiner richtigen Stelle. So, hier oben haben wir dann das Verdampferköpfchen drin. Das können wir auch recht einfach herausdrehen, wie man das von diesen Verdampferköpfchen auch gewohnt ist. So, und so sieht das Ganze dann in Natur aus. Ja. Hier oben kann man dann die Wicklung erkennen. Die beiden Coils liegen untereinander. Das wird man auf der Kamera jetzt leider nicht so gut erkennen können. Ja, aber unter der einen Coil liegt die zweite. Und hier haben wir dann die Öffnungen für das Liquid auch schön rundherum in Watte eingepackt. Ja, dann blieb eigentlich nur noch die Base von innen. Da ist eigentlich nichts Spektakuläres zu sehen. Schön ist, dass die auch ihren eigenen 510er Pol hat. Bei manchen ist das ja so, dass hier die Basis sich durch das Ganze bildet, aber das hier ist wirklich zwei getrennte Teile, die auch wunderbar miteinander funktionieren. So. Ja, das ist eigentlich schon alles, was man so in der Detailbeschreibung zu beschreiben hätte. Ja, ein sehr simpler Aufbau. Zum Befüllen, halt wie gesagt, man füllt ungefähr bis an das Gewinde hier oben und das reicht dann auch. Es sind gute 3 Milliliter. Der Hersteller hat 4 angegeben, also sage ich mal ein bisschen gerundet, ist aber auch nicht schlimm. So. Ja, das ist also der Pacific Tank in seinem Aufbau. Und dann mache ich jetzt mal einen Schwenk zurück und erzähle euch mal, was ich so beim Ausprobieren des Gerätes für Erfahrungen gemacht habe. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, willkommen zurück aus der Detailansicht. Ihr seht, ich habe den jetzt einfach mal auf meinem iStick von Elif. Und gerade auf so einem Akkuträger macht er einen sehr schönen Eindruck, finde ich, der Tank. Ja, schönes Design. Wie gesagt, ihr bekommt ihn zumindest vom Hersteller in verschiedenen Farben. Müsst ihr natürlich schauen, wie weit das dann auch euer Händler übernimmt. Solltet ihr sozusagen andere Farben statt Silber an eurem Akkuträger gewählt haben. Ja, der Hersteller empfiehlt, wie gesagt, 10 bis 25 Watt. Ich stelle das jetzt mal ein auf dem iStick und zeige euch dann einfach mal, wie das in verschiedenen Stufen dampft und ja, was ich davon halte. So, wir stellen einfach mal die 10 Watt ein und dampfen das mal. Die Luftkontrolle mache ich mal halb auf. Ja, ihr merkt, er braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, aber dann dampft er schon eigentlich ganz annehmbar. Jetzt gehe ich mal auf 15 Watt. So. 15 Watt.
nebelt gewaltig. So, haben wir noch die 20 Watt. Watt. Ja. Auch hier sehr dichter Nebel. Und schließlich 25 Watt, und wir dann auch mal getestet haben. Ja, komm. 25 Watt. Ja, was sind meine Erfahrungen mit dem Gerät? Ich dampfe ihn am liebsten tatsächlich bei 15 Watt. Da hat er durchaus die Möglichkeit, richtig schön satten, leckeren Dampf zu liefern. Er ist natürlich keine Geschmacksbombe wie mancher Tröpfler, aber für so einen Fertig-Tankverdampfer ist der verdammt gut. Also geschmacklich. Der Dampf, finde ich, ist recht angenehm. Darüber, gerade so ab 20 Watt, finde ich, leidet der Rückfluss doch zu sehr. Da wird der Dampf schnell warm und trocken, vor allen Dingen sehr warm. Und 25 Watt, finde ich, ist ein bisschen übertrieben. Also, ja, merkt man schon so ein bisschen so ein sehr trockenes Gefühl beim Dampfen. Aber 15 Watt, halb aufgestellt, ist so mein Liebstes. Man kann ihn auch ganz aufdrehen. Das geht auch noch, obwohl ich diesen Open Draw nicht so bevorzuge. Er ist nicht ganz so leicht wie manch anderer. Das geht. Ich finde, bei 15 Watt kommt er noch gut mit dem Liquidfluss nach. Das ist so das, was ich so als den Sweet Spot für diesen Verdampfer für mich herausgefunden habe. Ihr mögt es anders sehen, aber die Angaben des Herstellers kann man durchaus als wahrheitsgemäß ansehen. Zu der Airflow nochmal. Also selbst wenn ich ihn jetzt sehr stark zudrehe, ja, dass also kaum noch was von den Löchern zu sehen ist, ist der Luftzug immer noch relativ leicht. Aber schon ein deutlicher Unterschied zu ganz auf. Also, wie gesagt, oder das Ganze mal auf ein Fazit eingedampft. Ein Gerät, das ich also gegenüber gerade anderen Tankverdampfern mit austauschbarem Kopf sehr positiv empfunden habe. Ja. Die Airflow-Kontrolle ist gut. Der Nachfluss stimmt. Er ist einfach aufgebaut. Perfekt, wirklich für jemanden, der einfach nur dampfen möchte, der sich nicht groß mit selber wickeln beschäftigen möchte. Ja, er tauscht einfach die Köpfchen aus. Also, leider habe ich noch keinen Shop in Deutschland gesehen, der die Dinger vertreibt. Solltet ihr welche finden, später bitte in die Kommentare posten. Dann kann man sicherlich auch etwas zum Preis sagen. Ich hoffe mal, dass der, sage ich mal, in der entsprechenden Kategorie auch seinen Preis findet. Das gleiche dann halt auch für die Verdampferköpfchen, die hoffentlich dann auch entsprechend einzeln zum Kauf angeboten werden. Dann wäre dieses Gerät wirklich von mir das Ding, was ich so einem Neudampfer frohen Herzens empfehlen würde. Ja, das war's dann zum Video. Ich bedanke mich bei und dort insbesondere bei Jimmy, dass ich das Gerät testen durfte. Und bei euch danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, man sieht sich.
Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein garstiger Wind, doch weiter nichts trotz alledem.